Jury Spiel des Jahres hat die Longlist für das Spiel des Jahres, das Kinderspiel des Jahres und das Kennerspiel des Jahres sowie die jeweiligen nominierten Spiele für das Jahr 2023 festgelegt. Harald Schrapers, Vorsitzender des Vereins Spiel des Jahres, sowie Christoph Schlewinski, Koordinator der Kinderspiel des Jahres Jury, präsentieren euch nun zusammen diese Liste im Place, der neu gegründeten Spiele-Location in Frankfurt am Main. Herzlich willkommen, liebe Spielende. Wir verkünden euch jetzt, was die besten Spiele des Jahrgangs 2023 sind. Ja, und wir beginnen jetzt direkt mit der Longlist, was die Empfehlungen und Nominierungen umfasst. Und wir beginnen mal bei dem Spiel mit dem niedrigsten Anspruch, der niedrigsten Altersklasse und gehen dann schrittweise nach oben zu den immer komplexeren, anspruchsvolleren Spielen. Und weil wir bei den niedrigsten Anspruch anfangen, beginnt der Christoph mit dem Kinderspielen. So ist es. Und da ist auf der Longlist zum Kinderspiel des Jahres 2023 mein erstes Abenteuer. Abenteuerbücher Band 1 bis 7 von diversen Autoren für 1 bis mehr Kinder ab 4 Jahren, Anforderungen niedrig. Carla Karamell von Sarah Zarian für 1 bis 6 Kinder, Altersangabe ab 4 Jahren, Anforderung mittel. Douzanimo von Sebastian Descartes für 2 bis 4 Kinder, ab 5 Jahren, Anforderung mittel. Rutsch und Flutsch von Joel Escalante und Rafael Escalante für 2 bis 4 Kinder, ab 5 Jahren, Anforderung mittel. Gigamon von Johann Roussel und Karim Aouidat für 2 bis 4 Kinder, ab 5 Jahren, Anforderung mittel. Und Mysterium Kids von Antonin Bocara und Yves Hirschfeld für 2 bis 6 Kinder, ab 6 Jahren, Anforderung mittel. Und weiter geht es mit dem roten Spiel des Jahres. Und da steht auf der Longlist Mantis von Ken Gruhl und Jeremy Posner für 2 bis 6 Personen ab 7 Jahren mit einer niedrigen Anforderung. That's Not a Hat von Caspar Lapp für 3 bis 8 Personen. Die Juryempfehlung ist aber nur bis 6 Personen. Altersangabe ab 8 Jahren, niedrige Anforderung. Hitstar für 2 bis 10 Leute, Altersangabe ab 16 Jahren, niedrige Anforderung. Fun Facts, Caspar Lapp, nochmal als Autor, für 4 bis 8 Leute, ab 8 Jahren, auch eine niedrige Anforderung. Akropolis ist von Jules Messot für 2 bis 4 Spielerinnen und Spieler, ab 8 Jahren, mittlere Anforderung. Dorfromantik ist von Michael Palm und Lukas Zach. 1 bis 6 Leute können da mitmachen, ab 8 Jahren, mittlere Anforderung. Kusoka von Leo Colovini, 2 bis 6 Personen, ab 8 Jahren, mittlere Anforderung. Next Station London, Matthew Dunstan ist der Autor, 1 bis 4 SpielerInnen, ab 8 Jahren, mittlere Anforderung. Sea Salt and Paper von Bruno Catala und Theo Rivière für 2 bis 4 Personen, ab 8 Jahren, mittlere Anforderung. Und QE von Gavin Birnbaum für 3 bis 5 Leute, ab 10 Jahren, mittlere Anforderung. Und es geht weiter mit der Longlist zum Kennerspiel des Jahres. Als erstes Challengers von Johannes Krenner und Markus Slavicek, 1 bis 8 Personen, Altersangabe ab 8 Jahren, Juryempfehlung ist aber ab 10 Jahren, mittlere Anforderung. Mindbug ist von Marvin Hegen, Christian Kuhldahl, Skeff Elias und Richard Garfield, ist für 2 Personen, ab 8 Jahren, eine hohe Anforderung. Planet Unknown ist von Ryan Lambert und Adam Reberg für 1 bis 6 Personen,
ab 10 Jahren eine hohe Anforderung. Ikki von Kota Yamada, 2 bis 4 Spielerinnen und Spieler, ab 14 Jahren eine hohe Anforderung. Council of Shadows von Martin Kallenborn und Jochen Scherer, 1 bis 4 Spielerinnen und Spieler, ab 14 Jahren eine sehr hohe Anforderung. Das waren jetzt die Listen kombiniert, die Longlisten, Blau, Rot und Anthrazitfarben. Anthrazitfarben, dann das Kennerspiel am Ende. Das sind eben Spiele für Leute, die sich schon mit den roten Spiel des Jahres Titeln gut auskennen und jetzt ein bisschen tiefer einsteigen wollen. Bei den vielen Spielen, die wir jetzt hier genannt haben, ist ein einziges Autorinnenspiel dabei. Das ist das Carla Caramel von Sarah Zarian, eine Spieleautorin aus Wien. Ansonsten sind es Männer, die die Spiele machen, Autorenspiele. Das ist bedauerlich, dass so wenig Autorinnenspiele dabei sind. Das sieht bei den Kinderspielen immer noch eine Idee besser aus, aber bei den Spielen in der Altersklasse ab 8 haben wir in diesem Jahrgang gerade mal 8 Spiele vorliegen gehabt, die Autorinnenspiele sind. 8 von knapp 290 Spielen. 290 deutschsprachige Spieleneuheiten, die in diesem Jahrgang in die Geschäfte gekommen sind, hat die Spiel- und Kennerspieljury in diesem Jahr auf dem Tisch gehabt. Die Kinderspieljury, die hatte knapp 80 Neuheiten auf dem Tisch. Außerdem gab es noch 30 Spiele, die haben wir uns beide angeguckt, weil sie so zwischen Kinder- und Erwachsenenspiele lagen. Zusammen mit so ein paar Varianten kamen wir, ist Statistik, auf ungefähr 440 Spiele in diesem Jahr, die die beiden Jurys sich gemeinsam angeschaut haben, durchprobiert haben, intensiv zu einem Ergebnis gekommen sind. 440 heißt immerhin, das sind 10% mehr als in 2022. Ja, wie gesagt, die Kinderjury hatte knapp 80 Spiele, die sie sich dieses Jahr angesehen haben. Immer noch weit weniger als vor Corona-Zeiten. Aber Qualität heißt ja auch nicht immer gleich Quantität. Und wir hatten in diesem Jahr auch uns gar nicht zu beklagen über mangelnde Qualität bei den Kinderspielen, überhaupt nicht. Und auch an dieser Stelle nochmal mein herzlicher Dank an unsere Beiräte, die uns auch in diesem Jahr wieder sehr, sehr gut unterstützt haben. An Jessica Ferg, an Svetlana Zeiser, an Oliver Gumbrich und an Volker Römke. Ohne das Beiratssystem sehen wir in der Kinderspieljury auch ganz schön alt aus. Und das wäre alles noch viel mehr Arbeit für uns. Was ist das Besondere an den Beiräten? Was machen die? Die Beiräte haben wir, oder man kann sich als Beirat ja bewerben. Und Beiräte haben immer einen pädagogischen Hintergrund. Das heißt, Beiräte arbeiten immer entweder im Kindergarten oder in den Grundschulen. Und das ist für uns natürlich Gold wert, wenn sie in der täglichen Arbeit das Spieletesten mit den Kindern einfach normal integrieren können. Das fällt uns anderen Jurorinnen manchmal schwer, weil wir ganz andere Jobs haben und das Kinderspielen uns quasi auch von der Freizeit oder per Urlaubstagen dann oder am Wochenenden erledigen müssen. Aber die Beiräte machen das ganz normal im Alltag nebenbei und das ist natürlich fantastisch. Und besonders in der Zeit, wo man als Normalsterblicher gar nicht in Kindergärten oder Grundschulen gehen durfte, um dort Kinderspiele zu testen, waren Sie natürlich an Ihrer Arbeitsstelle direkt vor Ort und konnten alles schön ausprobieren. Ich habe mir auch schon ein paar von den Kinderspielen angeguckt, ja, die ihr ausgewählt habt. Das genau. Und mir ist aufgefallen, also Memory kennt ja jeder, ja. Und sehr viele Spiele von denen, die ihr so hattet, die erinnern irgendwie an Memory. Der Merkspielmechanismus ist ja ein Mechanismus im Kinderspielbereich, der einfach sehr stark ist. Und wo man sich Jahr für Jahr denkt, da kann ja eigentlich nichts mehr kommen, denn so viele Möglichkeiten hat man da ja nicht. Und ich habe eigentlich schon vor 2 Jahren gedacht, jetzt haben wir die Spitze erreicht und danach, wer kann sich dafür noch was ausdenken? Aber in diesem Jahr wurde ich wieder eines ganz anderen belehrt, denn so viele starke Merkspiele wie in diesem Jahrgang hatten wir noch nie. Und die Hälfte unserer Sechserliste besteht aus sehr starken Merkspielen. Das ist schon mal auch beeindruckend. Und man muss auch sagen, das Merkspiel schwappt auch dieses Jahr rüber in die Spiel des Jahres Jury. That's Not a Hat ist ein Merkspiel. Da können Erwachsene auch sich schön das Gehirn bei verknoten, was?
Ja, das ist richtig, genau. Und jetzt aber vielleicht mal die Gelegenheit kurz nutzen, wo befinden wir uns hier eigentlich? Das ist ja ein Spielecafé, ein ziemlich neues, hier in Frankfurt, das Place. Und ich glaube, wir gucken hier vielleicht mal rum. Wir befinden uns hier im Place, dem einzigen Spielecafé in Frankfurt, unter anderem gefördert durch Mittel aus dem Spiel des Jahres Förderprogramm. Ja, das ist eine klasse Sache, weil wir als Verein Spiel des Jahres eben auch das Spiel in der Öffentlichkeit fördern wollen. Im deutschsprachigen Bereich, das ist das Fundament des Brettspiels hier bei uns, wird sehr viel in Familien- und Freundeskreis gespielt, was eine tolle Sache ist. Und in anderen Ländern sieht man eben gerade, dass Brettspielcafés zum Beispiel da eine deutlich größere Rolle spielen als hier bei uns. Ich habe letztens mal so eine Google-Karte gesehen, so eine Map, wo jemand alle eingezeichnet hat. Und da ist der deutschsprachige Bereich so eine Art weißer Fleck noch. Und deswegen freuen wir uns, wenn ja dieser weiße Fleck mal ausgefüllt wird, weil wir glauben, dass wenn noch mehr öffentliche Angebote da sind, dann eben noch mehr Leute zum Spiel kommen, neue Spiele kennenlernen und die Chance haben, auch eingeführt zu werden. Ich war jetzt letztens in Wien in der Paradise Board Game Bar, auch eine faszinierende Location, wo also Brettspiele gespielt werden, was von einem Verein betrieben wird und dieser Verein auch immer einen Game Guru stellt oder zwei, die dann jeden Abend dort auch die Brettspiele erklären, mitspielen, einführen in Spiele, weil wir wissen, Spiele haben eben auch eine Regelhürde und deswegen ist dieses öffentliche Einführen in Spielen sehr wichtig. Hier im deutschsprachigen Bereich muss man ja auch sagen, es gibt sehr viele Spieleclubs, auch Privatinitiativen, die sich zu Spieletreffs jede Woche irgendwo treffen. Wir sind sehr stark im Bereich der Messen, also Großveranstaltungen, was Brettspiele angeht. Anfang Juni ist die Spieldoch in Friedrichshafen am Bodensee. Mitte Juli ist dann die Berlin Brettspielcon in Berlin natürlich und natürlich das Weltereignis des Spiels, die größte Game Convention, Board Game Convention überhaupt, ist eben die Spiel in Essen, die Spiel Essen Anfang Oktober als Welthauptstadt des Spiels. Und es ist natürlich schön, dass sich Menschen auch an solchen Orten zu ganz vielen wieder treffen können und miteinander spielen können. Und wenn ich mir eure Liste so angucke, bei Grauen Anthrazit, fällt ja eine Sache ganz besonders auf, denn es sind Spiele dabei, die deutlich über die klassische Spielanzahl von 1 bis 4 Personen hinausgehen. Ja, das ist auch aufgefallen. Da scheint, ja, ob es ein Trend ist oder zumindest müssen wir feststellen, da sind eben besonders gute und herausragende Spiele und das ist das Erfreuliche. Klassischerweise sind es ja mehr so die Partyspiele, die man im größeren Bereich spielt, also Fun Facts wäre eins und natürlich auch Hitstar, übrigens ein Spiel, wo man eine App für verwendet, und zwar die Spotify-App wird da mitverwendet, die also entweder werbefinanziert oder kostenpflichtig ist, was man wissen muss, wenn man sich dieses Spiel besorgt. Aber zusätzlich eben zu solchen Partyspielen sind auch andere Spiele für größere Gruppen dabei. 6 Leute, die mitspielen können. Oder ein Spiel wie Challengers, dann aus dem Kennerspielbereich, wo das auch bisher eher selten war. Ein Spiel, wo auch 8 Leute am Tisch sitzen können. Auch das fällt auf als so ein bisschen ein kleiner Trend, zumindest was die herausragenden Spiele angeht. Vielleicht noch trotzdem ein kleiner, gleich Kritikpunkt, weil wir sind ja eine Jury aus Spielekritikerinnen und Kritikern und es gefällt uns auch nicht immer alles. Und dieses Jahr ist uns aufgefallen, dass selbst bei den herausragenden Spielen doch auffällig oft Kritikpunkte dabei sind, wo wir gedacht haben, etwas mehr redaktionelle Sorgfalt hätte zum Beispiel bei der grafischen Gestaltung oder bei der Spielanleitung oder sogar bei der Spielregel geholfen, weil wir wollen immer, dass Spiele leicht zugänglich sind und die Menschen, wenn sie ein Spiel kriegen, nicht schon beim Einstieg über Sachen stolpern, die es ihnen eigentlich unnötig erschweren, in das Spiel hineinzukommen. Und deswegen dieser kleine Punkt, wobei wir trotzdem gesagt haben, die Spielideen bei den Spielen, die wir jetzt ja hier genannt haben, sind so herausragend, dass wir einfach gesagt haben, ja, wir zeichnen es trotzdem aus, mindestens mit einer Empfehlung, weil es uns einfach überzeugt hat.
Das dürfte auch für Menschen, die uns so ein bisschen verfolgen und unsere Arbeit ein bisschen verfolgen, auch nicht überraschend kommen. Denn schließlich reden wir auch in unserem Podcast, das Spielerische Quartett, darüber sehr genau, über positive und negative Sachen und Mängel. Wir haben die Kritikerrundschauen auf unserer Homepage, wo auch die verschiedenen Artikel zusammengetragen werden, die auch im Printbereich erschienen sind oder bei Bloggern erschienen sind. Und auch im Kinderbereich gab es dieses Jahr durchaus Titel auf unserer Liste, wo wir gesagt hätten, da hätte man vielleicht noch mal rangemusst, aber stark genug sind sie, dass sie bei uns auftauchen. Und ich sag mal, wir haben jetzt hier diese verheißungsvollen Umschläge, jeweils 3 für jede Kategorie vor uns liegen. Und vielleicht gehen wir da auch mal drauf und gehen langsam in die Richtung, die mal zu öffnen. Aber vorher haben wir noch 2 Überraschungen. Ja, und zwar eine ganz große Überraschung. Das eine ist ja schon bekannt. Wir haben das erste Mal seit 14 Jahren wieder eine gemeinsame Preisverleihung für Blau, das Kinderspiel, Rot, das Spiel und Anthrazit, das Kennerspiel des Jahres. Und passend dazu, originellerweise, gibt es einen gemeinsamen Sonderpreis, der genau genommen aus 2 Sonderpreisen besteht. Und dazu haben wir auch eine Schalte vorbereitet zu dem Autor, den wir besonders auszeichnen wollen, und zwar Cyril Demarque. Congratulations for the Sonderpreis for Unlock Game Adventures and Unlock Kids Detektivgeschichten. I'm really happy. I cannot express enough happiness. You know, it's a total surprise for me. I was not expecting that at all, but it's really great for me and for the team because we are working really hard on Unlock to achieve better and better boxes, and we are really happy with that. How many different Unlock adventures did you have designed? Last time we counted, it was more than 50, because here we've got 12 boxes, three adventures per boxes. Then we've got the short adventures, it's 9. And then we've got some demo adventures, so it's more than 50. That's a lot of adventures. How did you come up with the idea to integrate board games like Zug Zug or Pandemie into the Unlock system? To be honest, this idea is not mine. It's from my old-time partner, Thomas, which is with me since we started all the old history thing. And you know, I always saw Unlock as a sandbox. It has pure rules, really simple rules, and it allows us to bend things a lot. And so we are always searching for new concepts. And Thomas said, really wanted to make something about board games. It's a bit meta, you know, but I said, yeah, that's a great idea. And we worked about this and to find riddles, to find the things which are connected to games. Thomas, my old friend and colleague Thomas, deserve a lot of credit too for this. Who had the idea to turn the Unlock system into a kids game? In fact, this is all about partnership. My good friend and colleague Benoît Forget is working with us now since many years with his firm Spaceco, and as Unlock was a big success and a really interesting game for him, he wanted to adapt it, and I said okay, but I'm not that an expert about kids. I can give advice, but I'm not the expert about making games for kids. So you've got to recruit some really good experts to do this too, and that's Unlock. You know, that's a team. And so Benoît knows a lot about kid games, and he decided to go with Wilfried and Marie Faure, which you know, I think, you know, it's all about teams and team effort. That's how we produce so many boxes. It's a team effort.
Okay, we will see in Berlin in July. There will be the Preisverleihung for Spiel des Jahres, and we will see you on the stage of this venue. I can't wait to be in Berlin. I mean, that's Spiel des Jahres is something really important for me because at the beginning of my career, it helped me a lot. I mean, I always have a purple at home, and it's a special award for Keyless. So it was almost 20 years ago, and now 20 years later, I can't wait to be in Berlin and see how things evolve. And I'm really, really, really happy. And on behalf of me and the team, I would like to thank you very much for this. Merci. Tschüss, Cyril. Bye bye. Dieses Gespräch haben wir vorab aufgezeichnet. Wir haben jetzt hier Unlock und Unlock Kids mit einem Sonderpreis ausgezeichnet, und zwar ganz konkret für die Game Adventures mit den Fällen Zug um Zug, Mysterium und Pandemic und die Detektivgeschichten mit den Fällen Auf dem Bauernhof, die Burg von Mac Unlock und Chaos im Park. Es gibt die Reihe Unlock bereits seit 2017 und es ist bemerkenswert, wie die Qualität von diesen Spielen immer wieder gestiegen ist. Sie knüpfen ja ein bisschen an diesen Escape Room Trend an, den es schon seit einiger Zeit in der realen Welt, muss man sagen, gab und die hier analog umgesetzt wird in ein Brettspiel, wobei analog stimmt gar nicht so hundertprozentig, sondern es ist eine App integriert in diese Unlock-Fälle, die eigentlich gar keine Escape-Fälle sind, sondern sind eigentlich Rätsel-Adventures, Rätselabenteuer, sehr vielfältig mit den vielen verschiedenen Fällen, die es da inzwischen gibt, und wie die App dies unterstützt, sondern nicht nur unterstützt, sondern durch dieses Spiel führt, ist eben so faszinierend, dass wir geglaubt haben, ja, dafür ist ein Sonderpreis genau der richtige. Auch besonders, weil das ja durchaus schon anspruchsvolle, die Unlock kann ja durchaus sehr anspruchsvoll sein. Ich zumindest habe bei vielen Fällen es nicht geschafft, da irgendwas zu lösen in der Zeit. Bei den Unlock Kids Detektivgeschichten fällt sowohl die App weg, als auch dadurch der Zeitfaktor. Die Kinder können hierbei, und das ist das Besondere, mit dem Spielmaterial sehr haptisch umgehen. Sie legen Karten an Puzzleteile, sie legen Puzzleteile an Pappchips, sie müssen Kombinationen machen, sie müssen um die Ecke denken. Und während oft Eltern in meinem Beisein auch daran verzweifelt sind und nicht wussten, wie diese Detektivgeschichte jetzt weitergeht, kam irgendwann eins ihrer Kinder um die Ecke und sagte, aber ist doch ganz klar, wir müssen in den Gully darunter. Und dann waren die Eltern sehr überrascht. Und deswegen sind die Unlock Kids Sachen in ihrer Bandbreite der Themen und auch in ihrer haptischen Umsetzung für Kinder einfach 1A gelungen. Und ich glaube, jetzt, wo man so lange auch auf diese Umschläge gestarrt hat, würde ich sagen, gehen wir mal zum nächsten Schritt über. Kommen wir nun zu den nominierten Titeln in der Kategorie Kennerspiel des Jahres. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, an dem wir verkünden, welches Spiel die Chance hat, welche 3 Spiele die Chance haben, diesen tollen Pöppel hier zu gewinnen. Wir haben alles in Umschlägen vorbereitet zu jeder Kategorie. Und wir fangen einfach mal an mit der Kategorie Kennerspiel des Jahres. Ich nehme diese Umschläge und wir machen das in zufälliger Reihenfolge, damit man nicht gleich sagen kann, alphabetisch sind manche Spiele raus, und machen das noch ein bisschen spannend und gebe dir einfach mal diesen hier. Ja, dann darf ich jetzt hier schon das erste Spiel für die Nominierungsliste Kennerspiel des Jahres 2023 verkünden. Dieses Spiel ist Planet Unknown, eine produktive Planetenbepuzzelung von Ryan Lambert und Adam Rehberg, erschienen bei Strohmann Games und Adams Apple Game. Und der zweite ist das hier. Spannend. Iki, ein Handelswettlauf durchs historische Tokio von Kota Yamada, erschienen bei Giant Rock und Sorry We Are French. Und das letzte, bitteschön. Challengers,
turbulentes Turnierspiel von Johannes Krenner und Markus Slavicek, erschienen bei One More Time Games und Siemen Games. Nominiert zum Kennerspiel des Jahres sind Challengers, Iki, Planet Unknown. Kommen wir nun zu den Nominierten in der Kategorie Kinderspiel des Jahres. So, und der Christoph verkündet jetzt gleich die nominierten Spiele für das Kinderspiel des Jahres. Auch hier eben mal kurz mischen und bitteschön das erste. Das erste Spiel nominiert zum Kinderspiel des Jahres 2023 ist Gigamon. Merkenswertes Monstersammeln von Johann Roussel und Karim Aouidat, erschien bei Miraculous Studio Asch. Das zweite Spiel. So. Nominiert zum Kinderspiel des Jahres 2023 Mysterium Kids, ein akustisches Assoziationsspiel von Antonin Bocara und Yves Hirschfeld, erschien bei Libellut und Space Cow. Und das letzte Spiel nominiert zum Kinderspiel des Jahres 2023 Carla Caramel, ein kooperativer Eissalon von Sarah Zarian, erschien bei Loki. Nominiert für das Kinderspiel des Jahres sind Carla Caramel, Gigamon, Mysterium Kids. Kommen wir nun zu den Nominierten in der Kategorie Spiel des Jahres. Und die finale Kategorie Spiel des Jahres 2023 mische ich mal eben durch und gebe dem Harald bitteschön den ersten Umschlag. Nominiert zum Spiel des Jahres 2023 Fun Facts, erhellende Selbsteinschätzung von Caspar Lapp, erschienen bei Repos Production. Nominiert zum Spiel des Jahres 2023 Next Station London, bunt unterwegs in Londons Metro, von Matthew Dunstan, erschienen bei HCM Kinzel. Nominiert zum Spiel des Jahres 2023 Dorfromantik, das Brettspiel, ein idyllisches Legespiel von Michael Palm und Lukas Zach, erschienen bei Pegasus Spiele. Und herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle an alle nominierten Spiele, Autoren und Verlage. Ja, herzlichen Glückwunsch, klasse Auswahl, ich bin davon sehr überzeugt. Ja, das wird viele Leute begeistern. So ist es. Nominiert zum Spiel des Jahres sind Dorfromantik, Fun Facts, Next Station London. Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich beim Place, dass wir heute hier belagern und auch teilweise komplett umräumen durften. Wir bedanken uns auch sehr herzlich bei unserer Off-Stimme und Stagehand Nico Wagner und auch ganz herzlich beim Mann hinter der Kamera Stefan Zerlik, der das alles so schön aufgenommen, geschnitten und grafisch aufgepeppt hat. Wir sehen uns dann im Juli bei der großen Preisverleihung, wo die Sieger enthüllt werden, die 3 Sieger und jeweils einen Pöppel bekommen. Und dies wird dann auch im Livestream übertragen. Herzlichen Dank. Herzlichen Glückwunsch an alle Nominierten. Die Gewinner und damit Preisträger werden auf einer gemeinsamen Verleihung in Berlin am 16. Juli 2023 um 18 Uhr bekannt gegeben.